und es wechselt. Wenn du daraus gleich eine Wellness-Behandlung machst, was ist mit der alten los? Das werden wir gleich sehen. Hello so beautiful! Du bekommst hier das Tutorial zu der Quana LED Lichttherapie-Maske und außerdem verrate ich dir ein Geheimnis, wie man die Wirkung des LED-Lichts um das 10-fache steigern kann. Das ist auch durch eine Studie bewiesen, also es ist keine Erfindung von mir, sondern ich habe es einfach nur mir gemerkt und angewendet und ich will das mit euch teilen. Ich zeige dir hier ein First Impression Video und zwar werden wir das Paket zusammen auspacken, schauen, was alles in dem Lieferumfang drinnen ist. Dann bekommst du Produktinfos und das Tutorial zu der LED-Maske. Und außerdem werde ich natürlich noch im Allgemeinen am Ende was erzählen, was Lichttherapie insgesamt ist und was man damit überhaupt alles bezwecken kann. Viel Spaß dabei. Und wenn du noch kein Abonnent meines Kanals bist, dann abonniere mich jetzt gleich. Es hilft mir und es hilft dir auch, denn dann kann ich mehr solche Tutorial und Reviews und First Impressions Videos für euch machen. Und vor allen Dingen interessiere ich mich besonders für Beauty Tech. Das hast du bestimmt schon gesehen. Und jetzt schauen wir ins Paket rein. So kommt das Paket an, wenn man es ausgepackt hat. Und dann schauen wir mal rein. Hier im Innenleben des Deckels sieht man jetzt noch, was alles drin ist. Und das schauen wir uns jetzt an. Das hier ist eine Schutzfolie. Elevate your skin's health. Und da kommt die Maske raus von Quana in lila. Hier ist noch eine Schutzfolie, ja, wie es aussieht. Die ziehen wir erstmal schon mal ab. Und die Maske ist flexibel aus einem weichen Silikon und lässt sich komplett flexibel einrollen auch zum Verstauen. Wir sehen hier die LED-Dichte auf der Rückseite. Die Anleitung. Eine Tasche aus Satin. Und das, was soll das sein? Ein Headstrap vielleicht. Kopfhalterung steht da. Ah, okay. Davon gibt es 2. Denn die fixiert man dann an der Maske, da befestigt man die und kann sie dann hinten... Ah ja, mit so einer... Wow, das hält aber gut. Das ist eine Art Klettverschluss. Ich brauche jetzt 2 Hände dafür. Oh, das hält richtig gut. Okay, so wird es dann hinterm Kopf zugemacht und befestigt. Das bauen wir gleich zusammen. Dann sind hier noch die Augenschoner, die man auch in die Maske reinlegt. Und ja, das ist das Ladekabel. Und das scheint dann die Steuerung zu sein. Diese LED-Maske kombiniert 2 Modi und 5 verschiedene Lichtfarben, die man einstellen kann und erzielt damit verschiedene Wirkungen, individuelle Ergebnisse, je nachdem, was man erreichen will. 5 Modi bedeutet 5 verschiedene Wellenlängen kann man hier einstellen. Kann so von dunkelrot, tiefrot, Infrarot bis auch gelbes Licht oder blaues Licht einstellen, je nach Verbesserungswunsch. Und mit der Fernbedienung stellt man dann die verschiedenen Modi ein. Was die verschiedenen Modi können und was sie auf der Haut bewirken, das erzähle ich dann gleich während dem Tutorial. Die Maske ist aus Silikon, was sie sehr biegsam macht, was es auch praktisch macht, sie zu verstauen. Und dann kann man sie gleich in die mitgelieferte Tasche verpacken. So. So, und dann kann sie richtig schön aufgeräumt und sauber in deinem Schrank oder Badschrank oder Regal stehen. Muss man jetzt die Maske zusammenbauen. Dazu hat man hier die Augenpads, die wir da jetzt mal einsetzen. Die sind hier beschriftet mit Right und Left, damit man weiß, wo welches hineinkommt. Ich schiebe jetzt die Augenpads von innen durch die Maske durch. Das ist die rechte Seite gewesen und jetzt kommt hier die linke Seite. Ja, haben wir gleich. Jetzt. So ist der größere Teil von diesen Pads liegt dann innen an, was dann guten Augenschutz bietet, weil es direkt innen richtig gut anliegt und abschließt auf der Haut. Und so kann man auch, schreiben sie zumindest, Multitasking sein. Also du kannst dabei dann arbeiten oder was lesen. Das werden wir gleich sehen, ob das wirklich funktioniert oder ob es doch noch sehr blendet. Jetzt haben wir hier diese Verschlussteile.
die wir einfach mit dem Klettband jetzt hier rein befestigen. Das geht relativ schnell. Jo, easy. Jo, das habe ich richtig rumgemacht und noch die andere Seite. Ist nicht kompliziert. Und damit kann man das jetzt hinten dann verschließen. So. Ja. So. Genau. Das ist sehr, sehr fest. Das haben wir vorhin schon gesehen. Also von alleine einfach so rutscht die Maske dann nicht runter und es bleibt einfach an Ort und Stelle sehr, sehr fest. Allererst, bevor man sie verwendet, rate ich dir, mach einen Test, ob du sie verträgst. Das macht man am besten am Innenarm, denn hier ist die Haut auch total dünn und empfindlich. Die ist ja auch immer viel weißer, also sie kriegt auch nicht viel Sonne ab. Da legt man die Maske einfach an und lässt sie für 10 Minuten, also schaltet sie ein und lässt sie dann für 10 Minuten da. Und wenn das juckt, rot wird, Pusteln kriegt oder sonst was, dann solltest du sie auf gar keinen Fall auf dem Gesicht verwenden. Das empfehle ich dir wirklich, weil auf dem Gesicht ist es natürlich fatal, wenn du es da dann bemerkst und dann total komische Stellen hast. Aber ich sage dir auch gleich, ich habe schon total oft und sehr gerne verwende ich LED-Lichtprodukte und das ist bei mir noch nie passiert. Aber trotzdem, man weiß ja nie, wenn du jetzt das noch nie ausprobiert hattest, mach es unbedingt zu deiner Sicherheit. Dann ist ja an der Maske schon das Kabel fest angeschlossen. Es hat einen USB-Stecker dran und den befestigt man an den Controller. So. Denn der ist auch quasi unsere Spannungs- und Stromversorgung für die Maske. Jetzt schalten wir da mal ein und schauen mal, was passiert. Hier ist der On-Knopf. Genau, so geht sie schon an. Also niemals die Maske verwenden, wenn der Controller zum Laden am Strom steckt. Das ist echt gefährlich, würde ich nie empfehlen. Der muss dann halt hin und wieder mal aufgeladen werden. Da schauen wir jetzt mal, ob es da... Ich sehe da jetzt keine Akkuanzeige. Auf jeden Fall hat er ein digitales Display, was ganz cool ist. Und wenn du den dann aufladen willst, dann geht es hier mit USB-C. Und dieses USB-C-Ladekabel, schauen wir mal, genau, das ist auch im Lieferumfang enthalten. Also das geht dann ganz gut. Einmal lange drücken, dann geht es an, einmal lange drücken, dann geht es wieder aus. Mit der oberen Taste kannst du dann die Zeit einstellen, die siehst du hier oben und kannst quasi einstellen, wie lange die Behandlung sein soll. Ich würde mit 10 Minuten starten. Und ideal ist es, so 3 bis 5 Mal die Woche eine Behandlung von 15 Minuten durchzuführen. Dann gibt es noch die Taste in der Mitte. Hier siehst du auch in der Mitte, wie der Modus wechselt. Es gibt 2 Modi, zwar nahes Infrarot und Blau. Da kannst du hin und her switchen, welchen Modus du haben willst. Und auf der unteren Taste kannst du dann die Helligkeit einstellen. Das schließe ich jetzt nochmal an die Maske an, dann kann man das auch sehen. Also ich drücke jetzt die Modus-Taste und es wechselt von Rot zu Blau. Das sieht man ja auch optisch und hat verschiedene Wirkungen. Hier kann ich die Helligkeit dann einstellen, kurzes Drücken, dann wird sie dunkler zum Beispiel, dunkler oder heller. Vor der Behandlung natürlich das Gesicht reinigen. Ich trage jetzt kein Make-up, deswegen nehme ich jetzt einfach ein Micellenwasser. Super genial ist es, wenn du vor der Anwendung auch ein Peeling machst. Aber die Maske kannst du ja 3 bis 5 Mal die Woche verwenden, sollst du auch. Aber ich würde nicht empfehlen, 3 bis 5 Mal die Woche ein Peeling zu machen. Also mach das Peeling einmal die Woche und dann ist es perfekt. Also du siehst, da war gar kein Make-up drauf bei mir, also das passt. Bitte unbedingt warten, bis die Haut komplett trocken ist. Ein ganz großer Sicherheitshinweis, niemals in Verbindung mit Wasser die Maske bringen oder den Controller oder so. Dein Gesicht soll auch nicht nass sein. Und dann ist hier schon alles vorbereitet. Jetzt lege ich mir die Maske an. Das sieht so cool aus. Bei mir passt der Mund gar nicht. Also wenn die Augen richtig sitzen bei mir, dann ist es für den Mund ein bisschen niedrig. Aber was gar nicht so schlimm ist, denn hier werden dann auch die Mundfalten mit behandelt. Das ist ja ganz gut. Und dann starte ich die Anwendung. Und ich muss sagen, schau mal meine Augen an, da kommt kein Licht hin. Diese Pads schützen wirklich gut meine Augen. Es blendet mich auch nicht. Du
siehst hier unten, wie krass intensiv das Licht ist. Ich kann es jetzt auch noch ein bisschen heller stellen. Dunkler, heller. Und kann so tatsächlich arbeiten. Also das ist geil, weil dann kann ich zum Beispiel sie aufsetzen, wenn ich meine E-Mails checke oder wenn ich Kaffee trinken ist jetzt eher eine schlechte Idee, oder wenn ich zum Beispiel meine Serie schaue. Aber ich sag auch gleich, einen guten Effekt nicht nur für die Haut, sondern auch für die Seele hast du natürlich, wenn du daraus gleich eine Wellness-Behandlung machst und dich einfach mal 10 Minuten, 15 Minuten richtig zurücklehnst und meditierst, auch die Augen schließt und einfach nur für dich bist. Wenn du diese 10 Minuten durchziehst, dann hast du wirklich danach einen Full-Body-Entspannungseffekt und nicht nur in der Haut. Jetzt wechsle ich mal den Modus, dass du sehen kannst, wie es dann aussieht. Geil. Also ich hatte noch nie eine LED-Maske mit blauem Licht. Das sieht wirklich freaky aus. Mega. Ich glaube, ich nehme das als Startbild. Ich sehe aus wie so ein Avatar. Auch das blendet überhaupt nicht. Du siehst, meine Augen sind nicht betroffen von dem Licht. Das finde ich super genial. Die Maske zum Sitz habe ich ja schon über den Mund gesprochen. Ja, Nase passt alles, Augen passt für mich auch von der Größe. Und hinten sitzt sie auch echt gut. Ich kann mich ja mal umdrehen, dann siehst du das. Könnte man auch noch enger schnallen und sie rutscht auch nicht. Also ich kann mich auch bewegen. Sie rutscht überhaupt nicht. Also sie sitzt echt gut, locker und gemütlich, aber nicht so locker, dass sie irgendwie verrutschen würde. Machen wir sie mal aus. Und damit ihr mich wieder besser versteht, nehme ich sie jetzt ab, denn dann kann ich doch besser mit euch reden. Hier siehst du, habe ich jetzt ein bisschen Druckstellen bekommen von den Augenpads. Aber ich würde sagen, das ist überhaupt nicht schlimm. Meine Haut ist sehr empfindlich. Also ich habe sogar von meiner Schlafmaske morgens Druckstellen und von der Taucherbrille und so. Das vergeht bei mir nach 5 bis 10 Minuten wieder und dann sieht man auch nichts mehr. Aber jetzt sprechen wir mal darüber, was dieser Modus jeweils kann. Also wir haben 2 Modi und der erste, der rote Modus, der ist dafür da, um Fältchen, Pigmentflecken, feine Linien und Hautrötungen zu bekämpfen. Hier haben wir eine Kombination aus 4 Wellenlängen, rotes, tiefrotes, infrarotes und orangenes, also bernsteinfarbenes Licht. Alle diese Wellenlängen sind hier kombiniert, also du bekommst 4 verschiedene Lichtfarben direkt auf deine Haut, die diese Wirkungen dann erzeugen in der Haut. Also sie wechselwirken in den Tiefen deiner Haut. Du wirst Wärme verspüren nach der Zeit. Wenn du große Hitze verspürst, dann solltest du die Maske lieber abnehmen, denn es soll einfach nur angenehm warm sich anfühlen. Und für das Auge sehen diese Wellenlängen einfach nur rot aus. Das habt ihr gesehen, es sieht einfach nur wie rotes Licht aus. Hat aber tatsächlich 4 verschiedene Farben. Das können wir nicht wahrnehmen mit dem eigenen Auge. Und der zweite Modus, wenn ich jetzt hier wieder wechsle, der sieht für unser Auge blau aus. Hier sind aber tatsächlich auch 2 Wellenlängen kombiniert und zwar nahes Infrarot. Also Infrarot ist neben Rot, ist aber unsichtbar für unsere Augen und blaues Licht. Dieser Modus bekämpft Akne und Hautentzündungen. Und es sind ja 2 komplett verschiedene Modis und 2 verschiedene Anwendungen. Und ich bin der Meinung, du kannst das auch beides kombinieren. Wenn du zum Beispiel Falten und Akne bekämpfen willst, dann kannst du ja zuerst das rote Licht auf deine Haut bringen und danach das blaue. Also meiner Meinung nach gibt das auch keine Überbeanspruchung. Du kannst aber auch, wenn du Lust drauf hast, das an verschiedenen Tagen dann machen. Und bei mir ist es wirklich so, dass ich immer verschiedene Bedürfnisse habe für meine Haut. Das wechselt immer und vor allen Dingen auch je nach Jahreszeit. Im Winter neige ich mehr zu Hautunreinheiten als im Sommer. Also würde ich im Winter mehr das blaue Licht benutzen, was ich im Sommer gar nicht so brauche. Und ansonsten Faltenprävention ist immer wichtig. Also Prävention heißt, behandle die Haut frühzeitig mit solchen Mitteln, die dabei helfen, Falten gar nicht erst entstehen zu lassen. Denn jetzt kommen wir zu der insgesamten Wirkung von der Lichttherapie. Denn hier wird Kollagen aufgebaut. Und Kollagen ist ein Stoff, den die Haut auch selber herstellen kann. Aber das lässt ab 25 Jahre ungefähr, also ab den Mitte 20er Jahren in deinem Lebensbereich lässt es nach. Deine Haut stellt nicht mehr so viel her und es wird dann immer weniger. Je älter du bist, desto weniger. Das ist auch der Grund, warum dann irgendwann die Haut hängen anfängt und schlaff
und wirklich so eingefallen aussieht. Kollagen polstert auf von innen und da hilft die Maske dabei, dieses Licht, das in die Haut eindringt, das Kollagen hergestellt wird und so wird die Haut von innen aufgepolstert. Und so können auch gar nicht erst so viele Falten entstehen. Deswegen ist es nicht nur eine Bekämpfung der schon vorhandenen Falten, weil feine Linien werden einfach rausgedrückt durch die Aufpolsterung, aber so können auch viel weniger neue Falten entstehen. Das ist echt wichtig. Viele Leute kritisieren meine Videos. Sie sagen immer, ich bin viel zu jung, um darüber zu sprechen, Falten zu bekämpfen. Aber das ist nicht richtig. Denn je frühzeitiger man anfängt, desto weniger Falten wird man später haben. Das ist einfach erwiesen und das ist einfach ganz logisch. Denn wenn du schon total tiefe Furchen hast und bist 50 und fängst dann an, willst dann die Falten loswerden, fängst dann erst an mit Lichttherapie oder sonstigen Maßnahmen, dann kannst du nur noch die feinen Linien korrigieren, aber die tiefen Falten kriegst du sowieso nicht mehr raus. Aber natürlich, verbessern kannst du dein Erscheinungsbild jederzeit, auch wenn du schon ganz tiefe Furchen hast. Denn die feinen Linien werden rausgedrückt und insgesamt sieht man straffer, praller und natürlich gesünder aus. Das ist gar keine Frage. Auch der Teint, also die Hautfarbe, wird ausgeglichen, weil vor allen Dingen das bernsteinfarbene Licht dafür sorgt, dass Rötungen reduziert werden, Pigmentflecken oder Pigmentstörungen reduziert werden, weil es den Hautton komplett ausgleicht. Ja, und mit so einer Lichttherapiebehandlung kann man natürlich Geld sparen, weil man teure Botox-Behandlungen oder Liftings oder was die Leute nicht alles machen, Hyaluron-Unterspritzungen, keine Ahnung, was für ein Quatsch da alles gibt. Das kann man sich natürlich schenken und sparen, wenn man frühzeitig anfängt, seine Haut selber zu pflegen. Und dazu gehört auch sowas. Und ich bin absoluter Fan von Lichttherapie und LED-Masken. Ich habe schon eine Reihe Videos dazu gemacht und ich verwende die super gerne, weil es auch eine Spa-Anwendung für mich ist, die ich zu Hause machen kann. Und bei Quana auf der Webseite gibt es übrigens gerade, ich weiß nicht, wie lange die das noch haben, aber einen 50 € Rabattcode. Ich verlinke dir das mal und ich weiß aber wirklich nicht, wie lange das Gültigkeit hat. Ich selber habe keinen Rabattcode bekommen. Die gibt es übrigens nicht nur in lila, aber ich finde sie in lila sehr, sehr hübsch, sondern die gibt es auch noch in schwarz. Also ganz eine neue Optik mal von LED-Masken. Finde ich super. Oh, und jetzt habe ich euch ja noch ein Geheimnis und einen Tipp versprochen und den bekommt ihr jetzt. Und das hat mit Tee zu tun. Ich habe mir hier schon mal einen Tee gekocht. Und zwar ist das ein grüner Tee. Ein stinknormaler grüner Tee aus dem Beutel. Jetzt mache ich Folgendes. Ich schmiere mir den Beutel übers Gesicht. Okay, viele von euch denken jetzt, was ist mit der Alten los? Was treibt die da? Ja, grüner Tee, aufs Gesicht, los geht's. Mach das immer vor deiner LED-Lichttherapie-Anwendung und du wirst 10-fache Wirkung erfahren, weil dieser grüne Tee einfach das Licht verstärkt. Ich habe Studien dazu gelesen. Es hilft dabei, wirklich die 10-fache Wirkung, also echt ohne Schmarrn erwiesen. Und das ist so einfach. Kurz antrocknen lassen. Wir dürfen hier natürlich kein Wasser mit der Maske in Verbindung bringen. Also es darf nicht nass sein auf dem Gesicht. Und wenn du jetzt keinen Bock hast oder du trinkst grünen Tee sowieso nicht gerne, was ich dir aber empfehlen würde, ist sehr, sehr gesund. Aber wenn du da einfach keinen Bock drauf hast und hast sie nicht zu Hause, dann gibt es natürlich auch Cremes, die du kaufen kannst, die du dir dann vorher auf dem Gesicht aufträgst. Lass es aber unbedingt einwirken. Ich zeige euch jetzt mein Gesicht in Nahformat. Oh mein Gott, haltet euch fest. Hier meine Falten, hier Rötungen, Fältchen um die Augen herum. Ja, am Mund habe ich es eigentlich gut im Griff, aber ihr seht ein bisschen was hier. Vor allen Dingen, da habe ich so einen komischen Riss. Also hier habe ich eine geplatzte Ader. Und das hier ist jetzt, glaube ich, von der Maske gewesen. So, aber hier ist es am schlimmsten. Ich habe mir jetzt den grünen Tee aufgetragen. Massiere das jetzt noch ein bisschen ein. Jetzt werde ich die Maske aufziehen. Da nehme ich euch jetzt nicht in Echtzeit mit, weil das ist jetzt einfach 10 Minuten voll langweilig, wenn ich euch zeige, wie die Maske auf mein Gesicht sitzt. Ich mache die jetzt an, lasse die 10 Minuten drauf und dann melde ich mich nochmal und dann zeige ich euch mein Gesicht. Danach, ob wir einen Soforteffekt auch sehen können. Ich mache das jetzt in dem roten Licht gegenfalten und dann schauen wir mal, ob wir danach, 10-facher Effekt, müsste man danach ja eigentlich direkt was sehen können, weil ja schließlich das dann so wirkt wie 10 von diesen Anwendungen in einem. Total krass. Okay,
Wir sehen uns gleich. Meine Therapiezeit ist jetzt zu Ende. Ich habe sogar 15 Minuten gemacht. Ich habe dann nochmal 5 Minuten verlängert. Und was mir aufgefallen ist, sage ich jetzt gleich, wenn du es anmachst, dann steht hier oben die Zeit 10 Minuten und ab dem Moment zählt es auch schon runter, aber man sieht es nicht. Ich habe dann die ganze Zeit gedacht, es muss doch irgendwie anfangen, jetzt runterzuzählen, habe noch ein bisschen rumgedrückt. Aber immer dann, wenn du den Modus wechselst, beginnt die Zeit auch wieder von 9. Und irgendwann schaltet es auf so eine Art Bildschirmschoner um und dann zählt er runter. Dann steht irgendwann nur noch 5 Minuten auf dem Display und dann nur noch 2. Aber der zählt nicht die Sekunden und auch nicht die Minuten immer runter. Also das ist ein bisschen blöd gemacht, finde ich, weil wenn sie schon einen Timer anbieten, dann wäre es doch irgendwie cool, wenn der richtig runterzählen würde. So, und jetzt zeige ich euch mein Gesicht nochmal vom Nahen, denn ihr wollt ja jetzt sehen, ob hier irgendwas passiert ist. Ich finde, dass die Rötungen hier besser geworden sind. Bei dem bin ich mir nicht ganz sicher, das müsste ich jetzt nochmal im Vorher-Nachher anschauen. Hier habe ich wieder Druckstellen von der Maske bekommen. Und sonst die Fältchen, es ist jetzt echt schwierig zu sagen, da muss man jetzt tatsächlich die beiden Bilder nebeneinander legen. Spul einfach nochmal zurück, dann kannst du es anschauen. Aber insgesamt, wenn ich mich jetzt so anschaue, finde ich, dass meine Haut sehr frisch und super strahlend aussieht. Bin gespannt, was du dazu sagst. Eine Sache jetzt noch am Ende. Jetzt könnte man sich ja fragen, ja, Infrarotlicht, rotes, blaues, ist doch auch alles im Sonnenlicht enthalten. Diejenigen, die in der Schule aufgepasst haben, die wissen das natürlich. Ja, ist so. Aber Sonnenlicht verursacht trotzdem Falten. Denn hier ist ja auch UV-Licht enthalten, UVA und UVB und das ist natürlich super schädlich für die Haut und macht mehr Falten als wie das Infrarotlicht die Falten wieder bekämpft. Also deshalb, das hier, was die Maske hier kann, ist gutes Licht für unsere Haut und das, was wir von der Sonne kriegen, nicht. Deswegen brauchen wir da UV-Schutz, also Sonnencreme. Okay, das war es jetzt nur nebenbei. Ich verlinke dir die Maske und eine Creme mit grünem Tee und ich freue mich super, wenn ich dich jetzt gleich in diesem Video wiedersehe. Bis dahin. Ciao!